Ja, ich bin Lehrerin an einem Nordberliner Gymnasium, am Roman-Roland-Gymnasium. Dort unterrichte ich seit 2004 Chemie, hauptsächlich Chemie, Naturwissenschaften, Mathematik und Geografie. Jetzt bist du ja im Herzen wahrscheinlich dann eher im chemischen Bereich. Wie kam dann der Schritt zur biologischen Fettspaltung, zur biologischen Abwasserreinigung? Ja, also der ist ja gar nicht so weit weg, weil ja gerade im chemischen Bereich die Katalyse eine ganz große Rolle Mhm. spielt. Und gerade jetzt für den Umweltbereich auch. Und insofern sucht man da händeringend nach Katalysatoren, um zum Beispiel den Energieeinsatz für verschiedene Verfahren zu senken. Und in diesem Zusammenhang sind natürlich auch Biokatalysatoren sehr, sehr interessant. Und jetzt gerade bei diesem speziellen Projekt natürlich dort einen Katalysator zu finden, der die Reaktionen, die so und so ablaufen, aber eben sehr, sehr, sehr langsam, dort einen Katalysator zu finden, der die Reaktion beschleunigt und der keine weiteren zusätzlichen Probleme schafft. Das war das Spannende daran. Also, grob zusammengefasst, du sagst, das ist gar kein Widerspruch oder kein Entweder-oder Gegensatz, sondern es geht quasi Hand in Hand. Und der Vorteil, wenn ich das jetzt richtig zwischen den Zeilen rauslese, deiner Meinung nach, ist halt eben dadurch, dass man ein biologisches Produkt hat, das quasi die Chemie in dem Fall dann fördert oder einleitet, produziert, dass man dadurch einen Umweltvorteil quasi generiert. Ja, das ist gut zusammengefasst. Es ist ein Umweltvorteil dahingehend, ich kann natürlich Eisensalze da reinschmeißen, die reagieren, die fallen runter, wunderbar. Damit kann ich schon eine ganze Menge eliminieren, aber es entsteht eben, es entstehen andere Substanzen und um die muss ich mich dann nachher wieder kümmern. Und in diesem Fall mit der Lipase, mit den Mikroorganismen, die die Lipase produzieren. Die Katalysatoren selber greifen nicht ein in den Prozess, die liegen vor, so wie sie auch vorher vorgelegen haben. Und die Fettspaltung läuft ab, normalerweise, aber eben sehr, sehr, sehr langsam. Mhm. Und in diesem Fall beschleunigen wir diese Reaktion in unserem positiven Sinn. Und was noch toll war, was mich sehr beeindruckt hat, ist eben diese Mikroorganismen, die gibt es schon in unserem natürlichen Umfeld. Mhm. Und das stellt für mich eigentlich so ja, sagen wir mal, so eine optimale Bedingung. Jetzt habt ihr ja ein bisschen getestet, und wart an 2 Standorten. Wie wichtig ist denn das Thema Sauerstoffversorgung, wenn man mit Biologie oder ganz speziell eben mit, Mikroorganismen arbeitet? Also wir haben Untersuchungen gemacht im Labor und in der Realität. Und haben festgestellt, gut, okay, die Fettspaltung in diesem Fall läuft auch ab, wenn ich nicht zusätzlich Sauerstoff reinbringe, aber viel, viel effektiver und schneller läuft sie eben ab, wenn ich belüfte, wenn ich durch Rühren Sauerstoff mit einbringe. Und der Hintergrund ist schon ganz einfach, schon allein dadurch ähm, gibt es
nicht nur Reaktion an einer festen Grenzfläche, sondern es wird verwirbelt. Es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten des Kontakts mit den Reaktionsstoffen. Und insofern haben wir festgestellt, dass es wirklich sinnvoll ist zu belüften. Das gibt dem Ganzen nochmal einen Kick. Also die Fettspaltung in diesem Fall läuft viel, viel schneller und effektiver ab. Hältst du das für sinnvoll? Siehst du irgendwo eine Problematik, dass du sagen würdest, es gibt ehrlicherweise, Hand aufs Herz, einen Punkt im Abwasserbereich, wo man diese Mikroorganismen nicht einsetzen dürfte, sollte oder wo es keinen Vorteil bringen würde? Da würde mir zu diesen speziellen Mikroorganismen im Moment tatsächlich nichts einfallen. Also ich sehe keinen Punkt, wo ich sagen würde, ich würde sie selber nicht einsetzen wollen, weil alle Untersuchungen bis jetzt gezeigt haben, dass keinerlei Gefahren in welcher Richtung auch immer auftreten. Also von daher kann ich sagen, diese Mikroorganismen, die wir ausgetestet haben, ähm, da sehe ich kein Problem, die in irgendwelchen Bereichen nicht einzusetzen. Lass mich die Frage vielleicht sogar drehen. Wäre es nicht sogar ein Vorteil zu sagen, man bringt die relativ früh ins System ein, einfach damit die schon eine möglichst lange Wirkzeit haben, auch wenn das bedeutet, man macht es eben in der Großküche oder sonst irgendwas wirklich schon im Abfluss und die haben die Möglichkeit, sich ab da schon anzusiedeln und zu wirken? Ja, das würde ich als sinnvoll erachten, wenn Sie vorher schon die Fette spalten können. Dann hat man die Reaktionsprodukte, Glycerin und die Fettsäuren. Und mit denen kann man ja umgehen. Das ist längst nicht so problematisch wie dieses Fett, was ja dann unter anderem auch dazu führt, dass ich dann Schwefelwasserstoff als extrem toxisches Gas an bestimmten Stellen habe. Mhm. Und insofern wäre es gut, wenn an vielen Stellen das von vornherein schon ähm, eingesetzt werden würde, weil man dann in diesen langen Rohren tatsächlich an vielen Stellen, wo es dann langsamer fließt und so weiter, nicht diese Probleme zumindest mit dem Schwefelwasserstoff hätte. Mhm. Jetzt gab es ja große oder signifikante Erfolge in Aschaffenburg und im Rheine. Du hast wahrscheinlich auch noch so ein bisschen ein Auge auf die beiden Standorte. Wo siehst du denn generell das Potenzial von Lipasan oder von eben biologischen Fettspaltern? Ja, also natürlich habe ich noch ein Auge drauf. Also unabhängig von dem Projekt bin ich immer noch interessiert daran, auch an der langfristigen Entwicklung. Und ja, das Potenzial ist einfach, wir haben ja ganz viele Anlagen, wo es ähnliche Probleme gibt. Und es wäre ja schön, wenn sich die positiven Effekte, die sich jetzt bei diesen beiden eingestellt haben, ja, wenn die sich so ein bisschen verbreiten würde und mehr Anlagen noch wüssten davon, von diesen positiven Effekten und das für sich gewinnbringend einsetzen könnten. Das hast du sehr spannend gesagt. Also deiner Meinung nach ist es ein Produkt, was eigentlich im Abwasserbereich für eine Kläranlage deutliche Vorteile hat, insofern sie irgendwelche fettbasierten Probleme hat, sei es jetzt Säurebildung, sei es jetzt Geruchbildung oder ähnliches. Ja, das haben eigentlich unsere Untersuchungen gezeigt. Mhm. Also wir sind ja ganz neutral daran gegangen und haben gesagt, wir möchten einfach mal gucken, ob es einen Weg gibt, die Fettspaltung in diesem Sinne äh, zu katalysieren. Und das konnten wir nachweisen.
und wir konnten auch nachweisen, dass es sich positiv auswirkt. Und von daher haben uns eigentlich die Ergebnisse überzeugt. Was war denn dein persönlicher Aha-Moment jetzt in diesem Projekt und was nimmst du daraus für dich selbst mit? Ähm, ja, also der erste Aha-Moment war, Mhm. ähm, als ich mir das mal angeguckt habe, also so eine Kläranlage. Ich arbeite da ja nicht, ich Mhm. kannte das auch nicht. Als ich mir das erst mal angeschaut habe und diese Mengen und ich kann mich erinnern an die erste Kläranlage, wo ich dann wirklich dieses Fett gesehen habe an den Rechen und wie das da klebte und mir die Mitarbeiter gesagt haben, sie müssen es jede Woche müssen sie es mechanisch abkratzen und so weiter. Und ich dachte, oh, also ich hatte mir das nicht so krass Mhm. vorgestellt, dieses Problem. Und als wir es dann ausprobiert haben, gemeinsam reingegeben haben und nach 3, 4 Wochen uns das angeschaut haben und als ich mir dann die Rechen angeguckt habe, die blank waren und kein Fett mehr da anhaftete. Also das war für mich wirklich so ein Aha-Effekt. Das hätte ich mir nicht vorstellen können und das hat mich beeindruckt. Gela, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Interview. Ja, gerne.